Ob zum Start in den Tag, im Mittagstief oder als Energiekick zwischendurch. Kaffee macht wach und belebt. Eine Tasse des Heißgetränks ist immer willkommen, egal wo wir gerade sind. Die Idee zu einer mobilen Kaffeebar auf Rädern entstand während eines Urlaubs von Gründer Tobias Zimmer in Dänemark. Dort hat ein Herr in einem Park auf seinem Fahrrad, also hinten auf dem Gepäckträger, Kaffee aus Plastikbechern verkauft, aus einer Pumpkaffeemaschine heraus. Und ja, ich saß eigentlich den ganzen Tag in diesem Park, habe gezählt, wie viele Kaffees verkauft worden sind und wie gut die Menschen vor Ort quasi den Coffee to go in dem Park angenommen haben. Und das war der Grundstein für die Gründung von Coffeebike. So begann Tobias Zimmer 2010 in der elterlichen Garage an dem ersten Coffeebike zu tüfteln. Heute ist sein Erfolgskonzept auf 250 Bikes in 17 Ländern weltweit angewachsen. Unser Ziel war es von Anfang an, dass wir quasi eine mobile, hochwertige Kaffeekette aufbauen. Und abgesehen davon, dass wir absolut hohe Hygienestandards, absolut hohe Produktqualität auf den Coffeebikes liefern, wollten wir auch die Optik des Coffeebikes dementsprechend anpassen. Die Lastenräder im Retro-Style sind ein echter Hingucker. Jedes Rad ein Unikat, handgefertigt von den hauseigenen Ingenieuren in Osnabrück. Das Coffeebike wird gespeist durch 2 Energiequellen, ist quasi eine Hybrid-Technologie und so schaffen wir es in Summe mit dem Coffeebike ca. 20 Stunden am Stück autark an jeder Stelle der Welt, ohne einen Elektro- und Wasseranschluss Kaffee zu produzieren und zu verkaufen. So können die mobilen Kaffeebars praktisch überall betrieben werden, auch bei Wind und Wetter dank eines leicht zu montierenden Regenschutzes. Aber auch für den Einsatz in Gebäuden sind die Bikes bestens gerüstet, weiß Geschäftsführer und Leiter der Abteilung Marketing und Sales Marc Rüther. Das heißt also, der Coffeebiker kann entscheiden, wo er in Einsatz gehen möchte, ja, wie er unternehmerisch auch ist. Ja, ob er am Wochenende arbeiten möchte, speziell im Bereich Catering zum Beispiel oder Veranstaltungen. Möchte er einen festen Standort haben und jeden Tag vor Ort sein? Möchte er nur in den Sommermonaten arbeiten? Möchte er in den Wintermonaten arbeiten? Also das hängt wirklich davon ab, wie der Coffeebiker selbst sein Business und sein Coffeebike betreiben möchte. Das Herzstück des rollenden Unternehmens ist die Kaffeemaschine, eine professionelle Handhebel-Siebträgermaschine. Vor der Zubereitung werden die hochwertigen Biobohnen in einer Grind-on-Demand-Mühle frisch gemahlen. Also gerade am Anfang haben wir natürlich sehr intensiv uns mit unseren Kaffeebohnen und Espressobohnen auseinandergesetzt. Wir haben unseren Röster getroffen und mit dem ein eigenes Mischverhältnis entwickelt. Dieses Mischverhältnis gibt es nur am Coffeebike. Unsere Kaffeemarke heißt Cafferino, die ausschließlich über unseren Online-Shop und über unsere Coffeebikes und Franchise-Nehmer vertrieben wird. Zudem ist sehr wichtig und auch wichtig für die Qualität bei Kaffee, dass man nicht mit vorgemahlenem Kaffee arbeitet, sondern jeder Cappuccino, der an einem Coffeebike bestellt wird, wird eine Sekunde vorher quasi am Coffeebike in der Mühle gemahlen. Qualität, Flexibilität, Nachhaltigkeit und natürlich richtig guter Kaffee. Basierend auf diesen Eckpunkten wurde Coffeebike 2011, nur einige Monate nach der Unternehmensgründung, zu einem Franchise-Konzept weiterentwickelt. Die Hauptgründe liegen zum einen darin, dass ich davon überzeugt bin, dass es vor Ort den Unternehmer bedarf. Das heißt, man muss mit offenen Augen und Ohren durch die Stadt gehen und überlegen, wo setze ich morgen, übermorgen, nächste Woche, nächsten Monat mein Coffeebike ein. Und das kann einfach der Unternehmer vor Ort am besten. Coffeebike ist einer der Marktführer im Bereich des mobilen Kaffee-Caterings und bietet eine lukrative Möglichkeit, mit einem eigenen Café durchzustarten. Das geringe Investitionsvolumen erleichtert Interessenten den Einstieg. Zudem profitieren die Franchise-Nehmer von dem bereits erfolgreich etablierten Konzept. Neben dem Kauf eines Coffeebikes besteht auch die Möglichkeit, das Bike zu mieten, sodass die Erstinvestition für das eigene mobile Café auf ein absolutes Minimum reduziert wird. Bei unserem Konzept kann man schon mit 14.000 € in die Selbstständigkeit starten. Wir haben auch Franchise-Partner, die diese kompletten 14.000 € fremdfinanziert haben, das heißt gar kein Eigenkapital haben. Wir empfehlen jedoch 5.000 € Eigenkapital mit in die Selbstständigkeit zu bringen. Und das in einer Branche, die sonst sehr kostenintensiv ist. Zudem hat der Franchise-Nehmer eine sehr geringe Fixkostenstruktur. Das heißt, er hat keine Miete von 6.000, 7.000 € im Monat an den Beinen,
die er als allererstes mal reinarbeiten muss. Wer Franchise-Partner werden möchte, sollte Unternehmergeist, Motivation und natürlich die Liebe zum Kaffee mitbringen. Diese Voraussetzungen erfüllt auch Diplom-Verwaltungswirt Markus Bonk, der mittlerweile 8 Coffee Bikes betreibt. Kaffee, die Leidenschaft verbindet mich schon seit ganz, ganz vielen Jahren, von der ersten Reise nach Italien bis eben heute. Man braucht ein gewisses Verständnis fürs Produkt, für die Qualität, die dahinter steckt, Enthusiasmus, vielleicht auch für Kaffee, vielleicht auch als Unternehmer. Ja, und das Ganze dann eben gepaart mit der Zuverlässigkeit, einer gewissen Kapitalausstattung und generell Spaß am Thema Coffee Bike. Die Franchise-Nehmer zahlen lediglich eine Franchise-Gebühr für die tatsächlich verkauften Kaffeespezialitäten. Werden zusätzliche Getränke wie Tee, heiße Schokolade oder Snacks verkauft, fallen hierfür keine weiteren Gebühren an. Umsatzmöglichkeiten für ein Bike sind wahnsinnig groß in der Spannbreite, weil wir natürlich wahnsinnig viele Produkte anbieten. Ein Espresso kann ich schneller erstellen als ein Schwarzwälder Kirschlatte dahinter. Aber um die 100 Getränke pro Stunde sind in der Regel gut machbar und entsprechend dann auch im Umsatz abbildbar. Wer sich für das Franchise-Konzept entscheidet, bekommt ab dem ersten Tag Unterstützung durch die Zentrale. An der Coffee Bike Academy lernen die Franchise-Nehmer alle wichtigen Basics. Vom Milchaufschäumen über Latte Art bis hin zu technischem Know-how und markenrelevanten Themen. Im Rahmen unserer Schulung haben wir eine spezielle Barista-Ausbildung, die 3 bis 4 Tage in Osnabrück dauert. Danach ist der Coffee Biker bereit und auch fertig, diese Barista-Fertigkeiten auch draußen zu zeigen und auch anzuwenden. Und es ist sehr wichtig, dass wir die Leute und die Coffee Biker geschult hier rauslassen, weil wir dann sicherstellen können, dass sie auch die Qualität bringen, die eigentlich auch die Kunden erwarten. Das Unternehmen aus Osnabrück setzt in seinem Franchise-Konzept auf 3 erfolgreiche Säulen, wie Marc Rüther erklärt. Wir haben eine große Säule, das ist der Bereich, dass wir die Marke präsenter machen, dass wir die Marke weiter ausbauen möchten. Der zweite Bereich ist, dass wir den Franchise-Partner vor Ort regional stärken am Bike. Das machen wir mit Postern, mit Flyern, mit Werbematerialien, ja, auch mit lokalen Facebook-Aktivitäten, die wir haben. Und der dritte Bereich, ein sehr, sehr großer Bereich ist bei uns, ist der Bereich Catering. Das heißt, wir kanalisieren Anfragen von Unternehmen, aber auch von Privatpersonen, sowie Hochzeiten oder Geburtstage, die bei uns zentral in den Bereich Catering reinlaufen. Wir die Abstimmung mit dem Kunden machen, aber die Aufträge, die dadurch generiert werden, die wir wieder ans Netzwerk rausgeben, sodass der Partner quasi durch uns Catering-Aufträge bekommt und Umsatz generieren kann. Die persönliche Partnerbetreuung hat bei Coffee Bike oberste Priorität. Diese beginnt bereits beim ersten Kontakt während der Informationstage, bei denen Franchise-Interessenten das Coffee Bike in ihrer Heimatstadt erleben können. Wie hier in München, wo Franchise-Partner Christoph Wiesner aus Landshut Einblicke gewährt. Ich liebe genau die Abwechslung. Also beides zu haben, sowohl im Verkauf zu sein, seine Stammkunden zu treffen und immer wieder am Bike zu arbeiten und dann auch das Feedback direkt zu bekommen für seine Dienstleistung, für sein Handwerk, auch ein Lob zu bekommen. Und auf der anderen Seite ist es genauso schön, auch mal einen Tag im Büro zu verbringen, seine buchhalterischen Tätigkeiten nachzukommen oder auch Einsätze zu planen, Akquise zu betreiben. Ich glaube, einen richtigen Alltag von morgens bis abends gibt es als Coffee Biker nicht und das macht es auch so reizvoll. Ob lokal oder international. Coffee Bike bietet engagierten Franchise-Nehmern die Möglichkeit, sich ihren Traum von der Selbstständigkeit in der Kaffeebranche zu erfüllen.